Schon nice, gell? Ja, voll, Mann. Alter, da ist eine Tür offen, Digga. Ey, ich glaube, da dürfen wir nicht rein. Warte. Sorry. Hey, wer ist da? Du bist doch der Typ vom YouTube, gell? Du Ja? hast keinen Eintritt bezahlt. Ja, okay, sorry. Nate-Drop. Ruckzuck, da hatte mich die Neugier schon wieder gepackt und ich hatte Lust, den Menschen aus der Aquaristik-Szene mal wieder so richtig auf die Nerven zu gehen. Somit hat mir Sea Life sehr damit an die Hand gegeben. Tobi hat von mir eine Kamera bekommen und dann ging es los mit unserer Privattour durch das Sea Life in München. Und ich kann euch versichern, da gibt es einiges, was ihr noch nicht wusstet. Hi, hi. Okay, hier ist was rübergelaufen. Das sind unsere Seepferdchen. Das sind die Dickbauchseepferdchen, die Hippocampus abdominalis. Wie du siehst, züchten wir sie selber. Das sind die Mamas von den Babys und wir haben eine gute Rate erwischt. Also Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen vorher sowas. Also in der Hülle und Fülle, wie viel sterben da eigentlich normalerweise pro Wurf? da gibt es wirklich 3% Überlebenschance für den ganzen Wurf bei den Seepferdchen. Und wir haben fast 99% gerade. Wahnsinn. Ich persönlich bin ja ein absoluter Hai-Fan und da ist es natürlich ideal, dass das Sea Life in München deutschlandweit mit 20 Arten die größte Haivielfalt aufweist. Absolut spannendes Thema. Wie ist das mit Haien tagtäglich zu arbeiten? Es ist fantastisch mit Haien zu arbeiten. Also es ist sehr motivierend, sage ich. Glaube ich. Ja. Wenn du morgens mit einem Kaffee erstmal auf die Arbeit kommst und Dann hat man sowas. Hammer. Das ist das größte Ei, was du von einem Hai sehen kannst. Von einem Zebrahai. Okay. Schau mal, wie groß der ist. Darf ich mal anfassen? Ja. Besteht aus Horn, so wie unser Fingernagel auch. Aber ist leer jetzt wahrscheinlich. Das ist leer. Das sind Dummies, die die Haie auch legen. Achso, das ist wie so ein unbefruchtetes Hühnerei. Genau. Okay. Das ist ein Ei von einem Pyjama-Katzenhai. Okay. Und das sind ganz besondere Eier. Und zwar von einer Chimäre. Okay, also das ist so ein Mix aus Rochen und Hai, glaube ich. Ne? Ja, das ist der Urzeit-Hai eigentlich. Gilt als Urzeit. Aber eher Richtung Tiefsee, oder? Ist in Richtung Tiefsee und ist auch sehr kalt, das Wasser, wo die herkommen. Und was macht ihr mit denen? Wir zeigen sie unseren Besuchern. Die lassen wir manchmal trocknen oder halt auch so ins Wasser legen, sodass man die wirklich auch anfassen kann und dass man ein Erlebnis dafür hat, wie sowas eigentlich sich anfühlt. Habt ihr Eier da, die befruchtet sind? Wir haben Eier da, die befruchtet Können wir mal gucken? Ja, natürlich. Wir haben sogar eine Überraschung. Okay. Und gestern ist eine ausgeschlüpft. Ein ausgeschlüpfter Hai. Genau. Das ist ein Korallenkatzenhai und in den Eiern sind Babys drin. Und der ist jetzt ein Tag alt. Der ist ein Tag alt, genau. Ein Tag alter Hai einfach. Wie süß ist das denn? Der ist einfach abgelegt und je nach der Wassertemperatur beschleunigt man halt die Zeit der Entwicklung. Was mich wirklich sehr am Sea Life fasziniert hat, ist, mit wie viel Kreativität verschiedene Biotope aufgebaut wurden und das alles unter Berücksichtigung von sehr individuellen Ansprüchen. Weil natürlich kann nicht jedes Tier mit dem gleichen System gehalten werden. So Tobias, jetzt zeige ich dir, wie unsere Wellenanlage funktioniert. Das ist so ein Pedal, der von so einer Turbine angetrieben wird. Die Scheibe dreht sich und dann bewegt sich einfach dieser Pedal. Also das ist wie im Schwimmbad ein Wellenbecken, nur halt in klein. Alter. Jetzt können wir auch mal einen Sturm imitieren. Tobias, was denkst du, wie viel Liter Wasser haben wir hier drin? Das ist ein Becken, was einmal komplett rumgeht. Ja. Ich denke mal, das ist um die 1,5 Meter tief und bestimmt 1,60 hoch. Ich schätze 20.000 Liter. Ist nicht schlecht, aber es sind in der Wahrheit 32.000. 32.000 Liter. Können wir mal von oben gucken? Natürlich. Das hier ist einmal der Abschäumer von dem 32.000 Liter Becken. So sieht das Ganze von oben aus. Also hier sausen die Fische an mir vorbei. Sehr, sehr, sehr cool. Einmal im Kreis. Und ja, auf jeden Fall, du. Ich würde gerne auch die Hobbyaquarianer ein bisschen motivieren, was die tun können. Das ist einfach ein ganz normales PVC-Rohr
Und aus diesem PVC-Rohr haben wir einen Phosphatfilter draus gemacht. Das ist dann ein Nitratfilter, ein Identifikationsfilter. Ist jetzt kein Hexenwerk, man muss nur wissen, wie es geht. Einfach den Flow herstellen und es läuft wunderbar. Hier ist Eisenoxid drin und da ist Schwefel drin. Dieser Phosphatfilter reicht uns zwar, aber ich will wirklich Phosphat auf Null haben. Deswegen verdoppel ich das Ganze auf den hier. Das ist ein alter Sandwirbelwettfilter und der wird dann unser Phosphatfilter werden. Sea Life hat ja keine Säugetiere. Egal in welchem Sea Life, du findest keine Delfine, du findest keine Wale. Was ich persönlich mega richtig finde, weil auf keinem Ort der Welt ist es eigentlich machbar, einen Wal oder ein Delfin artgerecht zu halten, außer im Meer. Ist meine Meinung. Gab es bei Sea Life früher Säugetiere? Das Einzige, was wir hatten, ist, wir haben ein Aquarium gekauft in China und die hatten Beluga-Wale. Und die wollten wir nicht weiter in Gefangenschaft lassen und deswegen haben wir sie nach Island fliegen lassen. Da wurde eine Bucht für die bereitgestellt. Ja. Eine ganz große Bucht, wo die Wasserparameter auch perfekt passen. Und jetzt leben die friedlich in dieser Bucht in der Freiheit eigentlich. Warum lässt man sie nicht direkt in die Wildnis dann? Ja, man hat Bedenken, weil die Tiere so lange in der Gefangenschaft waren, dass die eventuell nicht mehr alleine überleben. Also, dass sie sich keine Nahrung mehr suchen können, weil die so an Totfutter gewöhnt waren, dass die eingehen würden. Okay, ich verstehe. Das ist ein Ei von einem Stierkopfhai. Sieht aus wie ein Rigipsdübel. Ja. Das ist, was ich sagen wollte. Also das sind großgefleckte Katzenhai-Eier, das ist ein Bambushai-Ei, kleingefleckter Katzenhai-Ei. Das ist ein Stierkopfhai. Das ist perfekt für den Boxsack, wenn du den in die Wand haust. Dann nimmst du das als Dübel erstmal. Ihr habt also auch direkt schon mal naturgemäß Plastik damit reingepackt. Leider gehört es jetzt mit zur Natur dazu. Wir wollen halt unsere Besucher auch sensibilisieren, was wie viele Jahre verbraucht, um zu verrotten. Was wir halt öfter sehen, sind so PET-Flaschen. Die brauchen ungefähr 500 Jahre, bis sie verrotten. Und das ist Katastrophe eigentlich. Was denkst du, wie viele Liter haben wir hier? Oh, ich habe gerade so schlecht geschätzt. Ich würde jetzt auch in Richtung 30.000 schätzen. Ja, es ist tatsächlich 32.000 ab. Schau, da ist der Port Jackson Stierkopfhai. Von dem sind die Dübeln. Von dem sind die Dübeln. Okay, dann lag ich auch wieder falsch. Gut, dass ich hier nicht arbeite, Werder. Die Highlights hier drin sind unsere Pyjama-Katzenhaie. Die nennt man Pyjama-Katzenhaie, weil die Farbe, die da drauf ist, ähnelt so einem männlichen Pyjama. Und die schlafen, Männlich? und die schlafen rund 18 Stunden am Tag mit geschlossenen Augen. Ich denke mal, das hier geht in Richtung Hundshai. Genau. Triakis und so. Das ist unser Weibchen. Männchen ist auch irgendwo. Und das sind die Pyjama Boys. Das Becken ist mit 6 verschiedenen Haiarten bestückt. Ich persönlich wusste nicht, dass Kaltwasser so viele verschiedene Haie zu bieten hat. Mega interessant auf jeden Fall. Geht auch alles in die Mittelmeerrichtung. Von daher, wenn ihr das nächste Mal auf Malle schwimmen seid, das ist unter euch. Das Becken hat eine sehr interessante Filtertechnik. Das ist ein Bodenfilter. Hier wird einmal eingesogen, sackt also einmal unten durch Kühlung und Filter durch und kommt dann einmal da hinten wieder raus. Bevor es dann zum großen Haibecken ging, kamen wir erstmal in den Quarantänebereich, wo neu eingetroffene Tiere genügend Zeit bekommen, sich mal zu akklimatisieren. Gibt es hier was Spannendes? Irgendwelche coolen Tiere, so, die man entdecken kann? Der Schmuckhaar zum Beispiel hier. Boah, ich wusste nicht, dass die so groß werden. Der kommt auch tatsächlich auf die Teile. Also das ist jetzt ein Wildhai. Ja, okay. Die Thematik, wilde Tiere einzufangen und sie in öffentlichen Aquarien zur Schau zu stellen, bekommt meiner Meinung nach vollkommen zu Recht mehr und mehr Aufmerksamkeit. Und genau hier wird es interessant, denn ich persönlich finde es ungemein wichtig, im Puncto Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit eben diesen öffentlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Das Sea Life ist sehr erfolgreich in der internen Nachzucht von Seepferdchen, Haien und Rochen. Diese Tiere können nicht nur innerhalb der Großaquarien weitergegeben werden, sondern sind laut Sea Life auch für Wiederansiedlungsprojekte entscheidend. Hierzu wird es bald ein weiteres Video geben, da ich mir die Haiaufzucht genauer anschauen möchte. Meiner persönlichen Meinung nach ist es wichtig, diese wunderschönen Tiere in artgerechter Haltung zu zeigen, da Studien belegen, dass direkte Begegnungen mit diesen Tieren dazu beitragen, Verständnis, Empathie und wichtiger noch Maßnahmen zum Schutz der Tiere und ihrer Umwelt zu erhöhen. Lasst mich eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen, da ich hoffe, auch hier mit Unternehmen wie Sea Life ein paar voranbringende Projekte starten zu können.
Und das ist einmal das 400.000 Liter Haibecken. 10 Meter lang, 5,5 Meter hoch. Was will man mehr? Das trojanische Pferd haben sie direkt mit versenkt. Und ja, ihr seht es an der Bildqualität. Ich war so aufgeregt. Ich habe den ganzen Kram mit dem iPhone gefilmt. Clever. Und natürlich wollte ich sofort einmal sehen, wie das Ganze von oben ausschaut. So, hier ist es so ein bisschen wie in einem Restaurant, hinten dran, und zwar, das ist die Küche. Und hier gibt es eine Menge Fisch. Wir haben ungefähr 600 Kilo Futter, also Forstfutter. Das Ganze hat Lebensmittelqualität, also wirklich... Also das kannst du dir einmal so, wie es ist, in die Pfanne hauen quasi. Das könnte man sofort essen. Ja. Wir brauchen diese Menge ungefähr jede 6 Wochen. Also ihr füttert jede 6 Wochen 600 Kilo? Ungefähr. Okay, was haben wir alles? Wir haben Hering, Lachs wahrscheinlich, Seelachs, Kalmar, Shrimps, Sardellen. Ja. Nur in dieser Tiefkühltruhe. Wenn wir da weitermachen, können wir sehen, dass wir hier Miesmuscheln haben. Alter, das könnte eine schöne Paella werden. Ja. Genau, die kommen aus Chile und da werden sie auch gezüchtet. Ah, ja. Für die Hobby-Aquarianer. Wir brauchen eine Hälfte an einem Tag. Ja. Also das sind dann 500 Gramm. Nur Mysis. Wir haben Krill, rote Mückenlarven, Zyklops, Artemien. Wir mischen extra ein Gel für Doktorfische? Für Doktorfische, ja. Für Algenfresser, für Schildkröten. Wir mischen unsere eigene Mixtur. Erbsen, Gurke, Rosenkohl, Spinat. Das bekommen alle Papageifische, Doktorfische. Ich hoffe, ihr könnt uns überhaupt hören. Wir haben mikromäßig aufgerüstet, wie es nur geht. Wir gehen jetzt in den Technikraum und es soll sehr, sehr laut sein. Definitiv. Okay, also vielleicht machen wir da irgendwie ein cooles Voice-Over oder sowas. Ich glaube, jetzt gibt es Abschäumer XXL. Es riecht schon mal echt nicht gut. Und zack, da ist es auch schon, das Voice-Over. Jedenfalls seht ihr gerade einen Abschäumer, der 3,5 Meter hoch ist und der ein Volumen von 2000 Litern hat. Das muss man auch erstmal irgendwo unterbringen. Des Weiteren sind unter diesen Räumlichkeiten riesige Zisternen, die separiert Süßwasser, Meerwasser und Osmosewasser lagern. Für die, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, im Meerwasser nimmt man bevorzugsweise Osmosewasser, also Wasser, was frei von Silikaten und so einem Kram ist. Und das kann man dann verwenden für Wasserwechsel, zum Auffüllen von Becken, da verdunstet ja am Tag auch eine Menge. Und das Ganze wird natürlich vorab speziell gefiltert. Ihr kennt ja diese Rundungen immer in den Sea Lives und ich habe nie eine Ahnung, wie groß diese Becken auch wirklich sind. Ich schätze jetzt mal, ich weiß es wirklich nicht, 800, 900 Liter, keine Ahnung. Was ist es? Wir sind bei 7000. 7000 Liter, was? Krass, also man sieht es wirklich gar nicht, aber wir haben ja die einmalige Gelegenheit, jetzt mal hinter die Kulissen zu schauen. Krass, das sind Makrelen, glaube ich, gell? Genau. Okay. Hallo. 7000 Liter, Wahnsinn. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen einen ruhigeren Ort rausgesucht, wo man mal ganz kurz quatschen kann, weil überall ist Wasser. Wie hältst du das den ganzen Tag aus? Das rauscht so krass in diesem Haus. Ja, es ist auch Gewohnheit geworden. Also ohne das können wir jetzt auch nicht mehr leben. Ja, du musst das zum Schlafen immer auf Kopfhörer haben, das rauscht ja. Okay, wo sind wir denn hier genau? Also das ist unser Labor, unser Stützpunkt eigentlich. Wir machen hier die Wassertests. Wir haben hier unsere Protokolle, unser Computer, wo wir unsere Einträge machen. Eigentlich einer der wichtigsten Orte von unserem Sea Life. Zu Hause kennt man das, Wassertest, Tröpfchentest. Macht ihr das hier auch so, ganz normal? Oder? Teilweise machen wir tatsächlich Tröpfchentest, aber wir haben ein Kolorimeter, so ein Lasergerät. Ah, okay, gut. Das ist da cool, schießt du die Laser durch und dann kannst du anhand der Trübheit sofort erkennen, was es ist. Und dann geht es halt wirklich hinter die Kommazahl. Ja. Da kannst du halt viel detaillierter messen. Wie viel Liter habt ihr hier im Gesamten? Ungefähr 750.000 Liter insgesamt. Wenn man die Wasserleitungen und die Reservoire mitzählt, dann wird es halt natürlich viel mehr. Aber rund 750.000 kann man sagen. Ich habe Serda wirklich stundenlang alles Mögliche gefragt, von sämtlichen Literzahlen bis hin zu Charaktereigenschaften von Haien. Die haben sogar gefühlt schlechte Laune.
Also das merkst du. Ich hoffe natürlich von Herzen, dass euch dieser kleine Einblick ins Münchner Sea Life gefallen hat. Serda hat mir als Abschiedsgeschenk sogar noch den Rehgipsdübel vom Stierkopfhai geschenkt. Und Spoiler-Alarm! Tobi fand es hier so geil, dass er 4 Wochen später einen Arbeitsvertrag bei Sea Life unterschrieben hat. Also, ich glaube, wir waren hier nicht zum letzten Mal. Vielen Dank an Serda und an euch fürs Zusehen und bis denne! ISO, MISO, 0.